Der zweite Tag der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen. Hier sind wir am Stand von Castello Loft und sie haben was Wahnsinniges gebaut. Sie haben nämlich ein ganz großes, Dachzelt kann ich es gar nicht nennen. Es ist was ganz Neues, was ganz Besonderes, was sich auffalten lässt und was aussieht wie so eine Art Sonnenzelt. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Sieht jetzt nicht aus, als könnte ich jetzt in Alaska damit campieren. Ich grüße dich, du bist der Stefan? Ich bin der Stefan, hallo, ja. Nee, also das ist unsere Neuentwicklung des Castello Loft. Das ist jetzt nur der Prototyp, den wir aus Holz gebaut haben. Die Serie ist dann in Aluminium, Verbundstoff mit Isolat und ist dann auch wintertauglich mit festen Wänden versehen. So, die Einstellungsvoraussetzung bei euch ist, dass man Stefan mit Vorname heißt. Hier ist noch ein zweiter Stefan. Du bist der Stefan Ebert, grüß dich. Hallo, grüß dich. Ihr macht das Vollzeit, vollberuflich? Jein. So viel ich kann, bin ich dabei. Okay, sehr schön. Ja, ihr habt ihn schön foliert. Er fällt unglaublich auf. Ihr habt auch einen tollen Platz hier direkt am Haupteingang. Es war ja, ich sag mal, auch der Tag der Presse gestern. Was haben die Kollegen denn gesagt, andere Fahrzeugbauer? Also erstmal sorgt es für großes Aufsehen, das Loft. Also viele kommen vorbei und sagen, oh, was ist denn das? Und haben dann schon gefragt, wann heute die Vorführungen sind mit der Hebe- und Senktechnik. Das ist eigentlich das eigentliche Know-how da drin. Da haben wir 2 Jahre dran entwickelt, mit dieser Säulentechnik eine Schubkettenverbindung zu schaffen, damit es stabil sich auf- und absenkt. Ja, hier vorne der Innenraum, allein schon Simone, guten Morgen. Guten Morgen. Tag 2 Ja. und ich sag mal, allein der Innenraum, das ist ja mal richtig schick, oder? Würde ich auch sagen. Das Grau und das Holz, super. Eine große Kühlbox von Engel ist mit drin. Wenn man überlegt, Fahrzeuglänge, was haben wir hier, 6,40? 6 Meter, also 5,98. Nee, echt? Ja. Und du kannst da hochsteigen, du kannst oben schlafen. Von innen, also von innen ist eine Yachtluke, Schiebeluke verbaut, dass du von innen in das Loft steigen kannst. Geht genauso auf, das ist jetzt das H1-Dach, geht genauso auf dem H2-Dach oder auch jedes andere Kastenfahrzeug kann man dieses Loft nachrüsten. Das ist ja unglaublich. Das heißt, ihr habt jeden Zentimeter genutzt. Ist das Holz echt hier hinten eigentlich? Das ist Echtholzfurnier, amerikanisch Nussbaum. Das Trägermaterial ist Multiplex. Entweder wenn das gewichtsunrelevant ist, das Fahrzeug, ist es Buche. Wenn es ein 4x4 ist, ist es Pappel. Dass wir einfach nicht so schwer werden vom Innenausbau. Das kommt immer darauf an, aufs Basisfahrzeug und ob das Gewicht relevant ist oder nicht. So, ihr habt die CNC-Maschine laufen lassen. 3 Stück. Wir haben 3 CNC, die laufen praktisch Tag und Nacht. Das sieht man auch. Ihr schneidet viel aus. Das bringt natürlich auch Gewichtsersparnis, aber es atmet dann noch besser. Genau. Durch die Löcher habe ich nicht nur die Flexibilität, sondern auch eine natürliche Hinterlüftung von dem ganzen System. Dadurch bildet sich kein Schwitzwasser und keine Schimmelbildung. Und außerdem brechen die Löcher noch zusätzlich den Schall. Das heißt, wenn ich hier drin laut Musik höre oder mich anschreie, dann hört man draußen nichts. Und das gibt ein ganz wohliges Raumgefühl dadurch, wie so eine Art Skihüttenatmosphäre. Ganz krass, ja. Ein Fernseher ist mit eingebaut, aber so dezent versteckt, dass wenn man hier sitzt in der Lounge, hat man so nicht das Gefühl, man ist in einem Reisemobil, sondern man ist wirklich, ich sag mal, in einem kleinen Wohnzimmer, oder? Genau, es soll immer dieses Gemütlichkeit im Vordergrund stehen und das Freie, das Luftige, nichts so sehr verbaut, sondern eher offen soll alles sein. So, ihr habt trotzdem ganz viele Gimmicks eingebaut, ihr seid Perfektionist, ihr habt gesagt, das Ganze muss so gut sein, dass man sich aus der Masse massiv hervorhebt, ja, weil das Basisfahrzeug ist immer das gleiche, das ist das Problem, ja. Genau, das ist ein Kastenwagen, entweder man bringt uns ein Fahrzeug oder man nimmt von uns ein Fahrzeug, hauptsächlich M1 oder Sprinter und wir wollen halt immer anders, die 4 A's, anders als alle anderen sein und dadurch heben wir uns halt ab von der Masse und bieten halt eine maximale Flexibilität und versuchen immer voll auf den Kunden einzugehen, auch Kundenwünsche umzusetzen, die vielleicht woanders nicht möglich sind. Sag mal, wenn jetzt einer kommt, sieht das hier und sagt, ich will es genauso haben, wäre das blöd, weil ihr wollt denn praktisch jedes Mal was anderes machen oder können wir den auch mal in Serie bauen? Ich wäre da happy. Bei mir sind 2 Autos gleich ist schon eine Serie. Echt? Ja, ich habe letztes Jahr 100 Autos gebaut und es waren praktisch 100 verschiedene Autos, aber im Rahmen von unserem Modulbaukasten. Ja also genau, wenn du mir das mal kurz beschreibst, der Boden, der ist jetzt wie gedämmt? Das ist jetzt ein Eicheboden, also Echtholzfurnier Eiche und unten ist 12 mm Styrodor als Isolat drin. Und dann halt ein Aufbau, wie ein Parkettbodenaufbau.
So, das Ganze wird gefertigt. Ist das jetzt sehr teuer bei euch, so ein Ausbau im Vergleich? Oder? Ja. Ja. Also es ist sehr teuer. Also es hat sich noch nie jemand beschwert und hat gesagt, das ist zu teuer. Also Ist hier eine 1 davor beim Ausbau, beim reinen Ausbau? Nein. Nein. Also wo ist welche 1 meinst du? Die 6-stellige 1. Nein. Also das sind wir. Also gut, das Auto, so wie es da steht, kostet 100.000. Ja. Aber es ist mit Auto. Ach so, ist das Auto dabei? Ja, ist Auto dabei. Also, Okay. also, Wenn du mir mal kurz zeigst, das ist ein toller Grill. das ist jetzt Simone, komm mal her. Das ist der Primus. Der Primus, so ein Standardgrill, der ist eigentlich sehr beliebt bei unseren Kunden. Und das Tolle ist halt, du kannst den schön hinten mit einem Doppelauszug verstauen. Du hast hier noch für Utensilien Platz. Also wir arbeiten sehr gern mit so Gimmicks und mit so Auszügen, weil das halt immer dann schön verstaut ist. Es klappert nichts. Genau, wenn du mir den gerade noch mal rausziehst, den Primus, und mir mal kurz mal beschreibst, wie der funktioniert. Die Simone hat sowas wahrscheinlich noch nie gesehen. Nee. Da ist Ja, jetzt eine Gaskartusche, oder? Genau, das ist eine Gaskartusche. Die kann ich hier aufdrehen. Dann habe ich hier den Zünder und jetzt brennt er schon. Das war's. Das war's. Es gibt auch einen Grill dafür, oder ist das Aufsätze, andere Aufsätze bei dem? Da hast du mir jetzt keine Ahnung. Keine Ahnung, Ich ja. kenne nur die Version, aber bei Primus gibt es wahrscheinlich noch andere Aufsätze. Also Sehr schön. da hast du mir jetzt erwischt, das weiß ich nicht. Er passt genau hier ins Design rein. Wahrscheinlich Ja, hast du ihn ja. deswegen gewählt. Es könnte jeder Grill sein, der muss nur gut aussehen. Ne? Ja, genau. Das war aber jetzt kam auch vom Kunde. Der Okay. Kunde kam mit dem Grill und gesagt, der Primus ist der Beste, er will den verbaut haben. Und der hat uns so gut gefallen, dass wir den dann hier mit eingebaut haben. So, Fenster. Was habt ihr für Fenster drin? Gut, hier ist jetzt Originalfenster drin von Mercedes, von M1 fest verglast. Aber wir machen in der Regel auch Kundenwunsch. Meistens die RV von Carbest. Die haben sich in der Zwischenzeit als sehr gut etabliert. Aber wir machen auch Hühnerkopf oder Overland oder was der Kunde will. Also ist alles Kundenwunsch. Hartglas, egal. Völlig egal. So, und jetzt hier vorne die Bettkonstruktion. Wie funktioniert das? Das ist jetzt praktisch ein Couch, ein Einzelbett. Das kann jetzt hier. Ist ja auch abends, wenn du quasi dann schlafen gehen möchtest, muss es ja schnell gehen. Ja. Weißt du, dann kann das nicht. Guck mal, jetzt zieht das einfach raus. Aber das geht doch recht flott, denke ich. Ja. Hat einen Lattenrost aussieht. dabei. Fahrgestelle, gibt es denn Fahrgestelle genug im Moment für dich? Fahrzeuge gibt es genug vom Handel? Eigentlich Wieder. Ausbaufahrzeuge? Jetzt Ja. Also wir haben jetzt monatelang nichts gekriegt und jetzt kommen die Fahrzeuge wieder. So, ich habe schon gesehen, da ist ein Lattenrost dabei, man schläft Ja. gut. Auf Immer. dem- Wir versuchen immer Lattenrost und eine ganz hochwertige Kaltschaummatratze von Elastica. Das sind eigentlich die hochwertigsten Kaltschaum, weil das Schlafen ist bei uns das Wichtigste. Ja. Weil das soll ja eine Erholung sein und kein Martyrium. Es soll eine Erholung sein, kein Martyrium. Es geht schnell, der Rückbau. Wichtig ist, tagsüber den Platz zu haben. Du fährst ja normalerweise im Bett spazieren, ohne Sinn. Und hierbei können bis zu 4 Leute schlafen. Ist das Konzept bei dem Auto? Ganz genau. Ich habe vorne Einzelsitze verbaut mit Schienenboden. Also können 4 Personen mitfahren und 2 oben schlafen, 2 unten schlafen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich komme mal von der anderen Seite. Darf ich noch ganz kurz den Schrank sehen? Ist der da fest verbaut oder ist der eingehangen? Das ist mit unserem System, unserem Clip-System. Wenn ich hier diese Clips löse, kann ich den Schrank hier wegnehmen, umsetzen. Das ist alles mit diesen Cargo-Clips-System befestigt. Ja, da vorne ist eine besondere. Wenn du mal so nett bist, beschreib mal, wie das Ganze aufgehangen ist. Also ich hole mal schnell einen Clip. Weil mit dem Clip kann man das am besten. Er hat alles modular, das heißt, du kannst alles anpassen. Ja, das ist fast so, also so ähnlich wie diese. Den Multiclip. Den Multiclip kann ich jetzt in jedes Loch eindrehen, mit der Hand werkzeuglos festdrehen und kann hier mit M6-Gewinde anschrauben und habe bei Buche 150 Kilo pro Punkt TÜV-zertifizierte Belastung. Nochmal, das Format ist Airline, oder was du da hast? Nee, das hat mit Airline nichts zu tun. Das ist ein eigenes, von uns entwickeltes System, das Cargo-Clip-System. Ja. Und das ist der Multiclip und hier habe ich M6-Gewinde zum Anschrauben. Und das ist praktisch die Basis, dass ich jetzt hier weiterbaue. Ich kann es selber ausbauen oder unsere Module damit befestigen. Aber du baust im Jahr 100 Fahrzeuge. Ihr Ja. macht das mit einem Modulsystem, damit das Ganze auch schnell geht. Das heißt, die Basisfahrzeuge werden quasi immer so ausgebaut und danach bist du komplett flexibel. Genau. Das Basisfahrzeug kriegt immer Dämmung, Elektrik, Wanddeckenverkleidung. Und jetzt kannst du loslegen. Entweder nimmst du unsere Module Ja. oder machst selber. Wir haben Sperrstangen, wir haben verschiedene Clips. Wir sagen, wie Lego für Erwachsene. Du Wird dann kannst, immer dasselbe Holz verwendet? also das Furnier ist frei wählbar. Also hier ist jetzt amerikanisch Nussbaum, Standard ist Buche, Risseiche, Buche weiß geölt, Zirbe, es geht alles.
die Basis, der Träger ist immer entweder Buche beim leichten Auto oder Pappel beim schweren Auto. Dadurch verändert sich die Haltekraft natürlich. Bei Buche habe ich 150 Kilo, bei Pappel habe ich 70 Kilo pro Punkt, was aber immer noch ausreichend ist. Und der Hängeschrank ist mit 4 Punkten befestigt. Okay, verstehe. Das heißt, du kannst dich dranhängen. Naja, also das hält Bombe. So, und ihr habt Bosch-Profile habt ihr verwendet. Das sind jetzt Kompatible. Item, aber das sieht ja alles gleich aus. Ja. Wobei wir die sehen zwar so aus, aber die haben wir selber nochmal designt vom Querschnitt, um sie 30% leichter zu machen. Okay. Also sieht aus wie Standardprofil, sind aber von uns Eigenprofile. Was ich schön finde, ist das Band hier mit Leder, was ihr da vorne gemacht habt zum Öffnen. Weil wir wollten uns da auch abheben. Jeder hat immer diesen bescheuerten Druckknopf, da den Plastikdruckknopf oder Aluminium. Ja. Und da wollten wir einfach auch die Wertigkeit und das Leder, und das wird sehr geschätzt. Das klappert auch nicht, hat den Vorteil. Nee, da vorne das selber, wenn es klappt. Da vorne ist noch was ganz Besonderes. Du hast gesagt, Lego für Erwachsene. Das hier ist dann die Fortführung. Das ist jetzt zum Beispiel ein Mini-Regal. Sag mal, wenn du morgens aufwachst und du hast mal wieder irgendeine Idee. Das bin nicht ich, das ist mein Kompagnon. Okay. Der Martin, der ist das Genie dahinter. Also doch nicht nur Stefans. Nee, im Team. Also das ist jetzt so ein Mini-Regal, das dann ohne Clip direkt eingehangen wird. Kannst festdrehen und dann ist das. Es kann so einfach sein, oder? Manchmal. Es kann so einfach sein, ja. Okay, genial. Da vorne ist auch was eingehangen. Wie funktioniert das da mit den Trägern? Nee, die hier. Guck mal hier oben. Die da. Hier? Ja. Das sind einfach Winkel, die wir selber gemacht haben. Und da kann das ist jetzt für Auffahrrampen, also für Keile, haben wir einfach eine Parkposition gemacht. Und so eine Haltung machen wir alles individuell. Sehr schön. Ja, ihr habt Fenster gewählt. Das sind die Originalfenster, die jetzt drin sind auf der Seite? Genau, das sind die Originalfenster, weil viele von unseren Kunden wollen diesen Transporter-Look. Achso, das soll gar nicht zu sehen sein. Genau. Ja. Viele wollen praktisch nicht auf ersten Blick erkennbar sein als Camper. Deshalb wählen viele die Originalschiebefenster werkseitig, wo wir dann aber noch einen Mückenschutz und eine Verdunkelung davor machen. Und jetzt neu, das ist noch die alte Version, in der neuen Version ist das dahinter, dass das nicht mehr aufträgt. Toll. Das haben wir drüben in dem Fahrzeug. Und das da, was ist das? Zum Aufhängen? Das ist ein Kleiderhaken Krokodil. Guck mal, Simone. Ja, das ist auf jeden Fall praktisch wieder für die Ballkleider, ne? Genau. Ballkleider, ja. Und da war die von Adidas. Wir haben für Adidas mehrere Fahrzeuge gebaut. Und die haben gesagt, sie müssen ihre Shirts präsentativ transportieren können. Und das war die Aufgabe, so ein Ding zu entwickeln, wo 10 Shirts hinpassen. Das in einem Wasserfall. So nennen die das bei Adidas. Okay, das heißt, die präsentieren das auf einer Roadshow zum Beispiel? Genau, da haben wir ein Fahrzeug gebaut, wo man 145 Paar Schuhe repräsentativ transportieren kann. Da haben wir Module entwickelt, die man immer in den Blickwinkel drehen kann. Also der Sportler geht hinten ins Fahrzeug, guckt sich die Schuhe an, probiert die vorne an und geht dann vorne wieder raus. Ja, ihr habt einen Tisch entwickelt, einen eigenen, den man einhängen kann. Das ist sensationell. Das ist jetzt unser Understatement, Klapptisch, so ein kleiner. Dann hängen wir das kurz aus. So, das sind die Leiter, da geht die Simone gleich mal hoch. Mal schauen. So, das ist jetzt zum Beispiel. Ich feiere dich. Das ist so gut. Wenn du es gerade nochmal zurück machst, bitte. Das ist jetzt Kirschbaum Massivholz. Das ist unser Lieblingsholz. Hoch. Und noch einmal zurück, bitte. Weil ich könnte dir stundenlang zugucken, wie schnell das geht. Das war's. Und das ist massiv. Massiv, ja. Ein schöner Tisch. Du kannst schön, das ist tolles Holz. Du kannst dir schön gegenüber sitzen. So, du hast dich gerade, du wiegst jetzt ein bisschen mehr als der Durchschnitt. Ja. Hast dich gerade eben mal kurz da abgestützt. Das kann der weg, oder? Das kann der weg, ja sicher, klar. Also der ist stabil. Ich habe das früher nie verstanden. Die Leute sind immer gekommen und gesagt, oh, ein stabiler Tisch. Und ich habe gesagt, ja, was ist da so besonders dran? Und dann bin ich mal nach so einer Caravan-Messe durch die Caravans, lag überall der Tisch am Boden. Weißt du, nach einer Messe. Ja. Und das ist halt, so ein Tisch muss ja was weg können. Ich zeig mal gerade, wie der unten eingehangen ist. Auch da wieder euer System, oder? Genau, immer unser System. Das sind eigene Beschläge, die haben wir alles selber entwickelt. Diese Klappbeschläge, weil du kriegst am Markt nichts Gescheites. Und wir haben ja eine eigene Metallentwicklungswerkstatt und da machen wir die Beschläge alles selber. Okay, so, das habe ich verstanden. Hier vorne ist ein bisschen Elektrik, nicht zu viel, wie der Kunde will, oder? Alles Kundenwunsch. Hier haben wir jetzt ein Lithium-Paket verbaut mit 220 Ampere-Stunden als autark mit Wechselrichter.
Also hier bist praktisch jede Steckdose autark 220 Volt, ist aber 230 Volt, ist aber alles Kundenwunsch. Also von wenig autark bis voll autark gibt es bei uns alles. Allrad ist das hier? Das ist ein Allrad, wobei wir hier ein MAN, 180 PS, Vollausstattung, einmal die Ausstattungsliste einmal durchgeixt. Und den haben wir jetzt noch ein bisschen designt mit Alcantara sitzen, unserem Logo, an der Seite mit Leder, mit so ein paar Features drin, diese Lackierung jetzt blau, bezogen auf die Außenfarbe. Warte mal kurz, ich filme mal gerade die Sitze ab. Das heißt, ihr habt Leder und Alcantara, ihr habt eine eigene Bezugswerkstatt? Oder? Ein Zulieferer, der das für uns macht. Ja. Boah, ist das schön. Die Drehkonsolen, was habt ihr da verwendet? Das ist original. Man kann ja beim MAN, das ist ja das Tolle, kannst du Drehsitze, Standheizung, zweite Batterie, 230 Volt Außenanschluss, Seitenfenster als Schiebefenster getönt, kannst du alles werkseitig mitbestellen und nutzt dadurch den Preisvorteil der Masseproduktion. Auch gemeinsam für den Kunden. Also, Und es funktioniert auch, ja. Sehr gut, muss man super. sagen. Ich meine, MAN hat 24-Stunden-Service in ganz Europa. Und alles, was du werkseitig kriegst, ist ja da mit in der Garantie drin. Und Sag ich mal. muss es nicht aufwendig nachrüsten. Fahrzeug hier, das heißt, du kriegst Fahrgestelle jetzt mittlerweile, oder? Also es war jetzt erst war Corona, Chipmangel, dann war Ukraine, keine Kabelstränge und seit Ostern kommt so tröpfchenweise die Autos. Es ist nicht so, dass du auf einmal 20 Stück kriegst, oder? Das nicht, aber ich muss auch dazu sagen, wir sind inzwischen der größte Kunde in Österreich, immer ein Kunde für TGE. Und die haben uns sogar ein bisschen priorisiert. Also die haben gesagt, ihr seid so ein guter Kunde, ich darf mir jede Woche ein Auto wünschen. Warum Understatement hier? Ihr habt nur so einen kleinen Platz, ihr habt nur 2 Autos, ihr seid doch... Drei Autos. 3 Autos, das, was ihr macht, ist doch der Oberhammer. Also, oder? Ja, gut, also erstmal, Sorry, wenn ich das sage, aber, Ja, aber ich das hab- ist so viel besser als alles, was ich je gesehen habe, weil es so flexibel ist, ja. ja, gut, ich meine, wir sind ausgebucht, weißt? Also es ist jetzt nicht, ich muss jetzt nicht viel Werbung machen. Ja, aber das wird jetzt ein Problem, das Video. Weil das ist... Ja gut, ich fürchte mich nicht. Ja. Zeig das mal gerade, die Box hier, die Kühlbox. Da habt ihr auch ein eigenes System. Die ist auch jetzt fest montiert oder ist das auch Die ist jetzt reingeschraubt? nur reingesetzt in eine Holzmanschette. Ja. Die kann ich einfach rausnehmen und sie draußen verwenden. Das ist eine Engel. Wir schwören auf Engel-Kühlboxen. Und ja, aber es gibt Kühlschränke, Kühlschubladen. Wir können auch drüben im Auto ist ein anderer Grundriss drin. Dieses Baukastensystem. Der Kunde hat praktisch 4 verschiedene Bettsysteme, 4 verschiedene Küchen, Kühlschrank, kann sich alles das wie in einem Baukasten sich das zusammensetzen oder stellen, wie er es mag. Stefan, Ilk, das bist du. Ja, das bin ich. Ich zeig das mal gerade. Die Küche, beschreib mir die mal gerade. Was kann die Das alles? ist jetzt unsere kleinste Küche, die Küche Nummer 3. Das sagt jetzt nicht viel, die haben durchnummeriert. Da ist der Clou, dass ich die nach außen drehen kann, wenn ich möchte. Da ist jetzt ein Boiler verbaut. Ich kann das auch dann rausziehen und als Außendusche benutzen. Da habe ich halt noch ein bisschen Stauraum. Es ist nicht viel Stau und habe nur in Anführungszeichen nur 12 Liter Frisch- und Grauwasser drin. Also wir haben keinen zentralen Wasser, sondern immer dezentral. Also jedes Modul hat seine eigene Wasserversorgung. Wenn du die jetzt reinfährst, wie funktioniert das? Das ist jetzt noch das alte System. Das neue System ist ein Druckknopf, wo ich einfach hebe und es rein. Und bei dem muss ich hier die Schrauben lösen. Skandal. Skandal, ja. Das neue ist jetzt nur noch so ein Knopf, den drücke ich und kann es dann ganz einfach machen. Und hier ich habe immer Kipphebel, da brauche ich kein Werkzeug. Ach, du drehst es nur zur Seite, kannst ihn innen nutzen. Genau. Und jetzt kann ich es hinten wieder festschrauben. Und das Verstanden. neue klackt dann von alleine ein. Das haben wir jetzt verbessert, aber das ist nur die alte Version. Die neue Version hier ist auch ein anderes Spülbecken, das ist dann tief, also viereckig und tief, weil die Leute sagen, das ist nicht zu klein. Und die neue Version hat jetzt auch ein größeres und schöneres. Dass du auch was spülen kannst drin, oder? Ja, genau. Ja, genau. Weil viele sagen, wir haben ja kein Bad. Also das bauen wir auch, aber viele kommen ja zu uns, weil sie ihr Auto ohne Bad wollen. Weil das Bad alles dominiert und den ganzen Platz wegnimmt. Ja. Und die sagen, ich kann da auch meine Zähne putzen und mich waschen. Und deshalb haben wir jetzt für das Modul ein größeres Spülbecken noch im Programm. Jetzt merkst du natürlich, wenn du ein bisschen länger hier drin stehst, dass das Hochdach, ein etwas höheres Dach wäre, gar nicht schlecht, aber wie der Kunde will. Das heißt, hier bist du ja extrem unauffällig mit dem Auto, oder? Genau, das ist jetzt halt ein H1-Dach, das ist sehr ungewöhnlich. Aber wir haben gedacht, Offroad, niedriger Schwerpunkt, passt ein bisschen. Normalerweise 99% machen wir nur H2, also verkaufen wir H2-Dächer, wo du dann eine schöne Innenhöhe hast.
Was ich phänomenal finde, ist so kleine Details wie hier eine Stange drin, die du auch modular, nee, die ist jetzt fester. Nein, die ist auch mit unseren Clips. Das ist eine mobile Vorhangstange, können wir den Clips lösen und können die jetzt versetzen. Die ist mobil. Ja genau, ich kann ja Die die ist Clips. nicht fest verbaut. Ich dachte, das hast du jetzt verstanden. Nein, aber ich muss ja nochmal nachfragen, weil Ja, hier hast du wieder unsere Clips und die kann ich dann lösen und versetzen. Und ich habe ja die Kombination, viele sagen, ich habe vorne eine Fahrerhausverdunkelung, ganz standardmäßig. Ja. Manche sagen, ich möchte das kombinieren mit einem Vorhang, dass wenn ich wo stehe und mache den Vorhang zu, ist das Cockpit vorne dunkel. Dann sieht man nicht, dass da jemand drin ist. ja klar, das ist wie so ein Transporter. Ja. Und wenn vorne zu ist, weiß jeder, da schläft jemand drin. Das sind immer so Kleinigkeiten, aber alles immer Kundenwunsch. Okay, das heißt, du kannst, wenn du am Platz stehst, dann machst du halt die Verdunklung aus Hamburg drauf. Die Zum guten, Beispiel? ja. Oder du machst einfach einen Vorhang zu, dann ist das quasi ein Lieferwagen. Du siehst nicht rein, was los ist. Genau. Ja, cool. Ja, das Dach, das ist ja die Sensation. Das ist noch ein Prototyp, es aber er funktioniert. Er funktioniert. Hier habe ich jetzt, also wie gesagt, das ist die 4-Säulen-Technik. Sie Mönchen. Sei doch mal so lieb, sorry, ich sag's nie wieder. Alles gut, du darfst nicht. Soll ich es vor uns hochfahren? Oder Ja, soll man- genau, wenn du es mal komplett hochfährst, Taschen auf, dann ab und wenn ich jetzt hier auf gehe. es gibt neue Motoren demnächst, ja, die Genau, sind das schneller. ist jetzt der einzige, der lieferbar war durch Corona und das Ganze, der dauert 3 Minuten. Ja. Der neue Motor dauert 1 Minute. Aber wir sind ja nicht auf der Flucht. Also das, Ja. das ist alles noch akzeptabel, aber der dauert halt ein bisschen lang. Also liebe Zuschauer, ich zeige es euch gleich nochmal von draußen, weil da ist es viel beeindruckender. Und du sagst, das ist wintertauglich dann, oder? Genau, also wir haben jetzt wir werden das mit neuem Material bauen. Das ist eine Aluminiumverbundplatte. Ja. Die ist dann nur 5 mm dick, hat aber die Isolatwirkung von 40 mm Armaflex. Da kostet eine Platte 2000 € und wiegt der Quadratmeter nur 3 Kilogramm. Die wird extra angefertigt. Die Haube oben, das Dach, macht Käsbohrer Composite. Die machen Großteile für die Fahrzeugindustrie. Und das wird ein Material aus so Hartfaser gemischt mit Carbon und Isolat. So, du kannst komplett lüften an der Seite. Das Ganze kann geschlossen werden. Das war draußen nicht so ganz klar, muss ich sagen. Genau, Also, ich habe jetzt einfach für die Messe zum Hoch- und Runterfahren, aber ich mache jetzt die Wände runter, also die Vorderstirnseite und die Rückseite, dann sieht man, wie es geschlossen aussieht. genau, das können wir ja gleich mal machen. Simone, wenn du mal bitte hochgehst, was ist zu tun, damit sie hoch kann? Die Leiter einhängen. So, die ist war's auch schon. sehr klein. Die Leiter kann man auch verwenden, um aufs Fahrzeug, aufs Dach mal drauf zu kommen. Und Genau, so. genau. Also das Loft gibt es genauso, wenn man will, mit von außen Einstieg. Jetzt hier ist von innen, was natürlich viel komfortabler ist. Jetzt muss ich auch sagen, das ist jetzt die kurze Version, wo man in der Liegefläche nach oben steigt. Ja. Die Version, die ich eigentlich bisher nur verkauft habe, ich habe bisher 15 Stück verkauft, geht hoch und dann kommt die Liegefläche. Okay. Und die Liegefläche ist 2 Meter auf 1,50 Breite. So, das Ganze ist natürlich dicht, weil Genau. das Thema Regen, ich sag mal, Genau. Regenwasser ist ja sehr weich. Genau, also wir haben jetzt wir haben Profile ziehen lassen, eigene Profile, wo das Ganze in sich verschließt und sogenannte Regennasen oder so Ablaufrinnen bildet durch das Profil. Das heißt, kann jetzt gar nicht rein. Genau. Warte, wir zeigen es mal gerade von draußen. Ist das okay, Ja, dass ja, wir das ja. mal sehen? Weil die Simone ist ja jetzt drin. Das heißt, du kannst sogar die beiden Flächen offen lassen. Ich zeige mal gerade die Eintrittsstufe. Allein die ist schon, da sollte man den Wohnmobil-Oscar gewinnen für die. Die ist aber nicht von uns. Die ist nicht von euch. Nee, die haben wir zugekauft. Hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Ja, aber das muss man ehrlich sagen. Du bist fair. Das heißt, die wird da oben eingehangen? Ja, genau, damit ich es von innen reinziehen kann und mit einem auffälligen Band, damit man sie nicht vergisst, damit die Schiebetür nicht dagegen donnert. Und das funktioniert gut, oder? Super. Der Nachteil ist, du kannst dann keine Moskito-Schiebetür machen. Das Naja, ist dann im Weg. das sind ja alles Männer, die hier unterwegs sind. Komm, wir zeigen es mal von der Seite. Das heißt, das ist noch ein Prototyp. Da ist die Simone. Da oben geht ein bisschen Luft. Es ist recht warm. Nee, es ist gerade luftig. Es geht schön die Luft hier durch. Okay. Und es ist vor allem von der Höhe auch was Besonderes. Warte, ich gehe mal gerade ein bisschen höher, dass man das Ganze mal sieht. Ich habe mich einigermaßen. Ja, man sieht dich super. Du kannst auch hier drauf, wenn du willst. Okay. Genau, das ist klasse. Warte mal, dann gehe ich mal ein bisschen höher. Zeige ich das mal gerade. Wie ist das Feeling da drin? Ich find's gut. Die Höhe gefällt mir sehr gut. Es war auch ein bisschen höher als gewöhnlich. Genau, das war wichtig, dass du da drin auch aufrecht gut sitzt, also dass du schön sitzen kannst. Eine Sitzhöhe, das ist 1,10 Meter. Genau, wenn du ihr mal gerade die Anweisung gibst, was muss sie machen, um das jetzt zu schließen? Das Ist würde ich gern machen, weil Gut, dann mach du es. ja, Einverstanden.
Simone, es kommt Hilfe. Ja, das wird hier wahrscheinlich runtergeklappt. Genau. Ich versuche jetzt auch meine Füße da. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, zunächst mal die andere Seite runterklappst. Genau, weil dann wird das Licht ein bisschen besser zum Filmen. So, die Seiten kann man auch zumachen. Boah, ist das genial. Also es sieht auf jeden Fall alles sehr stabil aus. Die Wände geradigen sich jetzt ein bisschen. Also es wird immer zuerst das untere Teil zuerst hochgeklappt Ja. und seitlich angehängt. So. Und dann kommt das obere Teil. So, jetzt zeige ich es mal komplett, dass ihr das mal seht. Ein komplettes kleines Haus, was du jetzt geschaffen hast, was anders ist wie ein Zelt. Das heißt, es kann komplett isoliert werden, es kann auch kalt werden. Klar, ob Winter, Sommer. Im Sommer machst du schön auf Durchzug. Im Winter kannst du auch von unten die Warmluft nach oben führen. Dann hast du den geheizten Raum. Das heißt, über einen Schlauch zum Beispiel können wir das mitbeheizen. Genau, da könnte man über einen Schlauch die Warmluft nach oben führen auch. So, ich komme mal kurz rein zu euch. Ihr seid zu zweit jetzt drin. Ist natürlich ziemlich genial, wenn du jetzt eine Familie hast mit 4 Personen, kleines Auto mit dabei. 2 können oben schlafen. Ich weiß schon, wer oben schläft. Die Eltern, die Kinder. Alle Familien, die bisher da waren, die Kinder waren sofort hier drin. Ja, das ist ihr das denke ich Baumhaus. Und dann haben die gesagt, dann haben die Eltern gesagt, sie schlafen oben. Dann haben die Kinder gesagt, Papa, spinnst du? Also das ist absolut Kinderland. Ja. Kinderland. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, jetzt darfst du noch bitte einmal zurückbauen. Wir wollen mal zeigen, wie es runtergeht. Denn dann... Und denk bitte dran, das Ganze dauert jetzt 3 Minuten und wenn es fertig ist, 1 Minute. Die neuen Motoren warten schon auf den Einbau. Genau. Und dann ist es in einer Minute hochgefahren bzw. wieder zusammengefahren. So, die Seiten hat er schon aufgemacht. Das geht so schnell, dass ich es jetzt gar nicht mitbekommen habe, aber klappt sie zurück. Wichtig ist, dass die Simone gleich rausgeht, sonst ist sie platt wie eine Flunder. Und das ist so schwierig, sowas zu planen, dass man dafür 2 Jahre braucht? Ja gut, da ist natürlich viel vom Material her, die Form wird sich auch noch ändern. Also wir haben das auch noch durch den Windkanal gehen lassen. Das Endprodukt ist dann noch ein bisschen stromlinienförmiger, wo es vorne so ein bisschen nach unten zieht. Ja. Also das wurde dann auch noch alles getestet, dass es natürlich auch von der Stromlinienförmigkeit effektiv ist. So, ich zeig mal gerade, das Auto, wie es hier steht, kostet 152.506 €. Das ist aber schon volle Hütte, ist alles drin? Volle Hütte, da ist alles drin. Der ist auch natürlich, hat er innen von der Ausstattung her, vom Motor her, von den Reifen, also da ist alles mit drinnen. So, Starterpaket, klär mich auf. Das ist jetzt ein L2 H2 als 4x4 schon? Nee, das ist jetzt rein, also Frontantrieb, 140 PS mit Gangschaltung auch schon mit unserem Starterpaket, also mit den Holzwänden, der Isolierung, das wäre alles schon drinnen. Ich hätte dann einen voll funktionalen Camper, da geht es halt dann noch um, was für Module brauche ich rein, mache ich die selber, hole ich die von uns, aber ich hätte einen... Nochmal 46.900 netto. Viele kaufen das wahrscheinlich als gewerbliches Fahrzeug, weil es Ladung ist. Und dadurch, dass nichts fest eingebaut ist, hast du auch kein Wohnmobil auf Wunsch. Ja, das ist ja auch ein... Alles also Wunschsache vom Kunden. Wenn er gewerblich ist und will das über die Firma machen, dass es eine Firma drin ist, dann bleibt es ein LKW oder ein Transporter oder wir typisieren es als Wohnmobil dann. Glaube ich, jetzt hast du natürlich hier vorne den Schnorchel drauf und so weiter. Genau, wenn du mal so nett bist, fass mal runter, dass wir mal sehen, wie lange 3 Minuten dauern, wenn man drauf wartet. Aber du sagst ja, wir sind ja nicht auf der Flucht, sondern im Camping. Und was stehen bleibt oben, das bleibt oben stehen, oder? Die Konstruktion, die kleine. Ja. Stefan? Ja.
Genau. Nee, ich meinte den anderen Stefan. So. Ausnahmsweise. Das ist gemein. Das bleibt oben stehen, das Castello Loft, was ich jetzt lesen kann? Ja. Okay. Das heißt, oben drauf ist Solar? Obendrauf ist dann noch, also in dem Fall ist jetzt Solar das hinten dran. Da haben wir jetzt oben nichts aufgeklebt, aber man könnte oben auch aufkleben. Weil wenn ich dann die längere Version habe mit der vollen Bettlänge, hätte ich jetzt keinen Platz mehr auf dem Dach des Solar. Dann würde ich es einfach oben aufkleben dann. MAN. Das heißt, das Ganze gibt es auch noch in länger. Genau, das ist jetzt die kurze Version. Ja. Du warst ja oben, Ja. da hattest du praktisch nach dem Aufstieg, du müsstest praktisch den Aufstieg mit als Liegefläche Ja. nehmen. Ja. Die lange Version hast du nach dem Aufstieg dann die vollen 2 Meter Länge, Okay. um ein volles Bett zu haben. So, ich gehe mal auf die andere Seite, dann haben wir ein bisschen mehr Licht zum Zeigen. Castello Loft. Ich freue mich schon auf die 1-Minuten-Version. Jetzt wird es wieder genug geben, die sagen, es dauert zu lang. Ja, genau. Aber Du kannst ja vielleicht auf 1 Minute zusammenraffen und dann sieht man, wie lang 1 Minute ist. Wir Also wollen wie gesagt, ja ein bisschen Entschleunigung beim Campen, oder? ja, die Leute haben ja auch Zeit. Ihr seid aus Salzburg? wir sind in Salzburg ansässig, genau. Also wir sind keine Österreicher, aber wir sind in Salzburg ansässig. Und wie gesagt, also die Lofts, die wir schon verkauft haben, sind alle die lange Version. Es ist natürlich einfacher, wenn du hochsteigst und hast dann die komplette Liegefläche. Und vom Platz her passt es ja und dann kommt einfach Solar oben drauf. Ja. Nee, es ist ein absoluter Renner. Ist halt auch was noch nicht auf dem Markt gibt, ja, was noch nicht da ist. Ja, das heißt also Export nach Deutschland kein Problem. Die Nova, die macht euch viel zu schaffen eigentlich? Ja, das ist ja, also wegen der Nova verkaufen wir in Österreich eigentlich relativ wenig. Das meiste, was wir verkaufen, ist nach Deutschland, Schweiz. Du weißt, was Nova ist? Nee. Das ist das, was in Deutschland vielleicht auch bald kommt. Ja, Diese Luxussteuer, da sind nochmal 20, oder ist also um die 20% Luxussteuer auf Wohnmobilen, jetzt auch auf Kastenwegen. Also Das gilt jetzt in Österreich aktuell nur? schon, ja, das ist nur in Österreich im Moment. Ist sogar so schlimm, wenn du aus dem LKW, glaube ich, ein Wohnmobil machst, musst du es nochmal zahlen, oder? Dann kann es sein, dass du nochmal auf den Ausbau und so weiter. So, die Windgeräusche, habt ihr die mal getestet? Ihr habt es windoptimiert ein bisschen? Ja, also wie gesagt, es wird dann noch stromlinienförmiger, also das Endprodukt wird vorne so ein bisschen nach unten gezogen. Da können wir dir vielleicht ein bisschen Material schicken von den Zeichnungen, dass es einfach noch stromlinienförmiger ist. Wenn du das Ding auspackst auf dem Campingplatz und Leute gucken da rein, die kriegen einen Anfall. Ja, genau. Hast du mal probiert? Ja, also wir waren jetzt noch, also Stefan hat jetzt schläft ja hier oben drin. Aber wir müssen halt mit der 1 Minute dann. Bei 3 Minuten trauen wir es uns noch nicht. Das Material jetzt im Moment ist Holz? Das ist noch Holz, ja. Das ist jetzt noch Holz. Und der Stefan kann dann genauer beschreiben, wie genau das Endprodukt. Aber es wird viel leichter. Im Moment ist es noch sehr schwer. Also mir gefällt es jetzt schon. Ich glaube, dass du hier den Wunsch wirklich erfüllst von vielen Leuten, ein unauffälliges Fahrzeug zu haben. Klar, jetzt mit dem Schnorchel gegen Sand und Co., das macht Sinn. Ja. Aber es könnte alles sein, oder? Du hast halt einen zusätzlichen Raum, was halt unglaublich wertvoll ist. Weil wenn du die normalen Aufstelldächer siehst, hast du halt nicht so viel Platz. Ja. Das ist mir auch direkt aufgefallen, ja, dass es sehr viel geräumiger ist. Ja, und das Wintertaugliche halt ist ein riesiger Vorteil. Weil du halt oft von der Kälte her, sobald es zu kalt wird, kannst du mit einem Aufstelldach, wird es halt schwierig. Ja, da kann man zwar auch isolieren, aber hier bin ich natürlich voll flexibel. So, Stefan Ilk und Stefan Ebert, das Team ist wie groß bei euch? Wir haben 25 Leute. 25 Leute in Salzburg. Ich komme mal vorbei, also ich bin in Bayerisch Gemeinde in Kürze. Ja, also die Produktion ist in Eugendorf, das ist Salzburg Nord. Und jeder ist gern eingeladen, immer vorbeizukommen. Man ist in der Urlaubregion. Und wir freuen uns immer über Besuch und dann führen die Leute auch durch die Produktion, und damit die richtig gutes Gefühl kriegen, was wir da so machen den ganzen Tag. So, da vorne ist noch ein zweites. Das sind Leute, die sind unterwegs mit dem Fahrzeug schon. Das ist ein sehr guter Kunde von uns, der Christian Hollmann. Der hat vor einem Jahr das Fahrzeug bei uns ausbauen lassen, ganz nach seinen Wünschen. Er hat vorne einen Bürobereich, wo er arbeitet. Das wäre halt cool, wenn wir es gleich mal zeigen können, im extra Video, oder? Weil das ist wahrscheinlich so gut. Wir fragen ihn mal, ob wir dürfen. Ja, können wir auf jeden Fall. Machen wir. So, wenn ich eins haben möchte, Lieferzeit 2 Wochen? Aktuell sind wir erstes Halbjahr 23. Okay, das heißt, ihr könnt noch liefern. Ihr seid nicht wie viele andere. Also, ich habe 100 MA1 bestellt. Farben? Bauplätze. Ich habe 100 Bauplätze reserviert im Werk. Und da habe ich schon einige verkauft, da gibt es noch einige. Und die sind frei konfigurierbar, bis 3 Monate vor Auslieferung. Aktiver Abstandstempomat gibt es? Alles. Also Spurhalteassistent aktiv? Alles. Im einen hat das Sicherheitspaket aktiv,
wo das alles mit drin ist. Oder einzeln bestellbar. Es ist komplette VW-Technik. So, ich brauche noch eine URL. Wo finde ich euch im Internet? Unter cargoclips.com oder Castello, Hello Castello. Hello Castello. Warte mal, ich filme es mal irgendwo ab. Habt ihr es irgendwo draufstehen? Cargo Clips steht hier. Das heißt, man kann es auch einzeln kaufen, wenn ich Ausbauer bin. Habt ihr so einen Shop? Genau, also zum Beispiel die Küchenmodule, die sind ja alle Standalone-Lösungen, kann man einzeln kaufen bei uns. Sehr schön. Ja. Ja, vielen Dank fürs Einschalten heute. Zweiter Tag Abenteuer Allrad, der 16. Juni 2022. Es geht los. Diesmal auch an 4 Tagen statt an 2 Tagen wie letztes Jahr. Ja, das war besonders schlimm, was wir da hatten. Der Ausbau ist schon Hammer, oder? Ja, mir gefällt sehr gut. Ich hätte auch noch eine Frage zu dem Frag mal. Ihr habt gesagt, es ist auch winterfest. Bis zu welchen Temperaturen kann man da oben schlafen? Also wir kombinieren gerade alle, die wir jetzt bestellt haben, mit einer Standheizung. Also dass du nicht nur isoliert bist, sondern dass du einen Ausströmer von der Standheizung auch ins Loft hast. Dann, ich weiß, es ist nicht getestet, aber ich denke mal minus 10, 20 Grad wird dann schon gehen. Also auch für Richtig. Großbollen geeignet. Genau. Super. Sehr schön. Ja, Dankeschön. Cargo Clips. Bis gleich. Wir produzieren mal mindestens noch ein Video, weil das hier ist auch wieder ganz spannendes Konzept. Bis dann. Ciao.